Mein Herz schlägt ja auch schwarz-gelb, wie du weißt. Sieht man ja auch. So schön angezogen hat sich hier noch niemand für mich. Ja? Nee? In diesen wunderschönen Tönen. Ja. Oh, rat mal ab, was ich drunter habe. Heute machen wir einen lauwarmen Süßkartoffelsalat mit Rucola, Olive, Feige und dazu eine kleine Entenbrust. Mein heutiger Gast ist Panayota Petridou. Herzlich willkommen. Grüß dich, Dennis. Schön, dass du da bist. Sehr gerne. Kochst du eigentlich selber auch gerne? Immer. Sobald ich nach Hause komme, wird der Kochtopf geschwungen. Du weißt, ich bin Griechin. Wir sind ja quasi geboren, um zu kochen, zu essen. Und für mich hat das einen sehr hohen Stellenwert. Ach, das hört man aber gerne. Irgendwie im Hinterkopf hatte ich mal, ihr hattet mal eine Gaststätte? Ja, wir hatten eine Kneipe, typisch griechisch, den Bergischen Hof. Ich bin also in der Gastro groß geworden. Ich kenne mich also sehr gut aus. Also leg dich ins Zeug. Ne? Ich werde es versuchen und wir starten auch schon direkt. Bitte. Als erstes brauchen wir die Süßkartoffel, weil die geht in den Ofen, damit die gar wird und damit das so ein bisschen den ganzen Salat warm macht. Das heißt, die könntest du bitte einmal die Enden abcutten und dann machen wir das in Würfel, damit wir das in den Ofen schieben können. Ja. Jetzt bist du Vegetarierin, aber ich habe heute trotzdem eine wunderschöne Entenbrust. Ja, sieht aus wie meine ein bisschen, wenn ich liege. Und die Brust ritzen wir als erstes ein. Die Entenbrust kommt in die kalte Pfanne, Warum? weil die Haut so viel Fett hat, dass die gleich in ihrem eigenen Fett brät und dann super knusprig und schön goldgelb wird. Wunderbar. Ich habe geschält. Du hast sehr gut geschält. Panayota, du hast ja selber mal den schwarz-gelben Dress getragen, ne? Du warst Handballerin. Ich habe 22 Jahre Handball gespielt und habe auch bei Borussia Dortmund gespielt, in der 3. Liga. Mein Herz schlägt ja auch schwarz-gelb, wie du weißt. Sieht man ja auch. So schön angezogen hat sich hier noch niemand für mich. Ja? Nee? In diesen wunderschönen Tönen. Ja. Oh, rat mal ab, was ich drunter habe. Aber das können wir dann andermal. Hast du schon mal einen Granatapfel Ja. auseinandergenommen? Mit dem Kochlöffel habe ich das gemacht. Das ist Handschuh, richtig. das ist ja was für Mädchen, das mache ich nicht, brauche ich nicht. Einmal in der Mitte durch. Danke. Wie bist du eigentlich zu der Sendung gekommen, wo du die Autos da? Ich bin ja Autoverkäuferin seit 17 Jahren und ich saß im Autohaus und dann kam jemand von der Fernsehproduktionsfirma und hat mich dann gefragt, du, sag mal, wir machen so eine Autosendung und hast du nicht Lust, ein Autoformat mitzumachen? Wie, der kam da einfach reingelaufen. Wollte der auch ein Auto kaufen? der oder hat wie? ein Auto gekauft und das war ein Jahr später. Ein Jahr später hat er mich angerufen und gesagt, wir sitzen hier gerade zusammen und haben eine Idee von einer Autosendung. Hast du nicht Interesse? Du bist mir in Erinnerung geblieben. Dann hat er mich gefragt, ob ich noch Leute aus der Branche kenne. Und dann habe ich mein ganzes Kfz-Team vorgeschlagen, habe gesagt, hier, geh mal zu dem, der macht Reifen, da ist eine Lackiererei. Und dann haben wir einen Piloten gedreht und der lief super. Und ja, seit 10 Jahren mittlerweile läuft jetzt die Sendung. Wir haben hier die Süßkartoffeln. Ich habe sie klein geschnitten, ein bisschen Olivenöl, Salz, Pfeffer und die gehen jetzt bei 200 Grad in den Ofen. Also eine Süßkartoffel habe ich in meinem Leben noch nicht zubereitet. Ich brauche mindestens 2, 3, aber die sind ja auch schön, die machen ja satt, die sind gesund, ne? Ist ja ein Salat. Du hast ja sehr viele Kulturen in der Mannschaft. Gibt es da eigentlich auch spezielle Wünsche? Kommt da einer und sagt, meine Mama macht die Bratkartoffeln mit Rosinen, kannst du das mal machen? Haben wir eigentlich fast gar nicht. Ne? Wir haben immer ein breites Spektrum wirklich. Also wir haben wie so ein Buffet, was wir machen. Das heißt, wir haben immer 3, 4, 5 Gerichte. Ich habe immer gedacht, da gibt es so einen richtigen starken Ernährungsplan, wo man jetzt guckt und man sagt, hör mal, du hast jetzt da vorne ein bisschen was zugelegt, für dich gibt es jetzt nur noch Salat die nächsten Woche. Wir haben das schon mal in der Vorbereitungsphase. Aber gerade wenn wir so in dem Spielbetrieb sind, dann kannst du keinen mehr auf Diät setzen oder so. Ne? Weil dann haben die gar nicht mehr die Leistung beim Spielen selber. Deswegen ist das schon so ein bisschen schwierig manchmal. Kannst du die Tomaten alle einmal halbieren? Ja, klar. Gibt es Veganer bei Borussia? Veganer im Moment gar nicht. Vegetarier? Vegetarier, auch keine straighten. Wir haben generell bei uns das Thema, dass wir sagen, Fleisch gibt es bei uns nicht jeden Tag. Geflügel gibt es schon regelmäßig und Fisch. Aber Fleisch machen wir so 2, 3 Mal die Woche. Das reicht auch. Siehst du, ich habe mir das viel strenger vorgestellt. Aber warum hast du denn deine Karriere an den Nagel gehangen? 2010 fing das ja mit dem Fernsehen an. Ja. Dann kam ich oft zum Spiel und beim Handball, das ist ja ein richtig geiler, brutaler Körperkontaktsport. Da hast du mal eine Lippe aufgeplatzt, einen Finger gebrochen oder sämtliche. Ja. Was war deine schlimmste Verletzung? Also außer ein paar Muskelfaserrisse, Kapselrisse, Finger gebrochen. Ach so, Schleudertrauma natürlich hatte ich. Ich bin an der Lippe genäht worden. Jochbeinprellung. Also hättest auch Boxerin sein können. Nichts Besonderes, also Kleinigkeiten eigentlich, also Alltag bei uns im Handball. Aber wie gesagt, ich kam oft zum Dreh und dann kam irgendwann mal die Realisatorin und hat gesagt, Panayota, kannst du mir einen Gefallen tun? Am Wochenende, wir haben am Montag einen Dreh,
du musst da aufpassen, weil deine Lippe ist aufgeplatzt. Und dann hatten wir ja Anschlussdreh und ich hatte halt ständig Verletzungen. Da hat man dann mich gebeten, meinen Kontaktsport vielleicht einzuschränken. Das ist ehrlich gesagt der Grund. Aber vermisst du das? Ja, da ich ja 22 Jahre gespielt habe, sonntags habe ich Adrenalin gehabt. Ich habe dann 2-3 Mal auf Toilette gerannt, ohne Grund. Dick Scheiße, was machst du denn jetzt? Aber ich vermisse das. Zusammen siegen, kämpfen, zusammenhalten. Das ist ja das Geile am Mannschaftssport. Definitiv. Magst du die Feigen? Ja. Machst du den Bobbel oben ab? Machen wir so Achtel. Gibt es ein griechisches Leibgericht von dir? Gefüllte Paprikaschoten mit Reis. Die liebe ich auch mit meiner Mama. Und es gibt natürlich nichts über einen geilen Bauernsalat. Ne? So, was mache ich mit meinen Feigen? Die tun wir auch dazu, dann können wir gleich richtig schön einen Salat zusammenbauen. Hast du eigentlich nie die Idee gehabt, irgendwie in der Gaststätte oder so, war das gar nichts für dich? Doch, ich habe mir schon immer mal überlegt, ein Restaurant zu haben, was so zur Panayota oder so was heißt. Aber ich weiß ja, was Gastronomie heißt. Das musst du mit Leidenschaft machen und mit 24-stündigen Passion. Ja. Ja. Ich habe die Walnüsse von unser Dressing angeröstet, habe ein bisschen Honig dran gegeben. Jetzt geben wir ein bisschen, Balsamico. ja, und ein bisschen Walnussöl dazu. Ja. Ah ja, das ist dann doch ein bisschen geschmacksintensiver dann, ne? Genau, und dann rühren wir das nur ein. Dennis, ich muss dich noch was fragen. Frag. Gibt es einen Spieler, der eigentlich mal meckert bei deinem Essen? Hat ja schon mal einer was zurückgehen lassen? Tatsächlich so nicht. Was ist mit Alkohol? Gibt es jemanden, der sich gerne mal zwischendurch ein zwitschert? Also habe ich von den Spielern tatsächlich noch nie erlebt. Also ich habe tatsächlich am Anfang Roomservice-Bestellungen habe ich immer kontrolliert. Ne? Wenn ich unterwegs war in irgendwelchen Hotels, dann stehst du in der Küche da abends mit drin und guckst so und dann kommt an einem Pass auf einmal so ein Bon raus. Da sagt der so am Pass, ist das nicht einer von deinen Jungs? Ja. Da sag ich so, wie? Guckst irgendwie Zimmer 307, ne? Ein Eisbecher. Dann bin ich auch schon mal hochgegangen, habe geklopft, Roomservice und dann macht er die Tür auf und dann sag ich so, bestellst du einen Eisbecher, ne? Die armen Jungen, ich sag ja, das ist schon hart. So, hier haben wir unsere wunderschönen Süßkartoffeln und das versuchen wir mal jetzt zusammenzubauen, oder? Warst du schon oft im Stadion eigentlich? Ja, ich war letztes Jahr noch, Dortmund gegen Wolfsburg habe ich noch geguckt. Ich muss dir auch was erzählen. Sehr oft im Stadion bin ich hier, ich bin ja BVB-Fan. Ich bin mal zu spät zu einem Dortmund-Spiel gefahren, Ja. Es war Stau. Ich habe die Warnblinkanlage gemacht, bin rechts rausgefahren an einer Stelle, wo man es nicht darf und habe dann alles riskiert, nur um pünktlich in das Stadion zu kommen. Also klar, ich habe ja selber in Dortmund gespielt. Ne? Für mich war das damals eine Riesenehre. Für mich war das somit das besonderste Jahr eigentlich mit in Dortmund. Wir haben ja auch dieselben Sachen gehabt. Also diese Ringelsocken haben wir angehabt. Und wir hatten coole Fans, auch beim Handball. Wir haben ja leider nicht die Kulisse jetzt hier im Stadion, vor allem auch nicht die Menge. Aber auch schon eine mega Kulisse, oder? Ja, es war schön. Also es war eine sehr, sehr coole Zeit. Borussia. Warst du schon immer Fußball begeistert? Auch? Ja, meine Freundinnen wissen auch, wenn Champions League ist, braucht mich keiner anrufen. Ich gehe nicht ans Telefon. Ja, ich liebe Fußball. Das übrigens auch. Oh, das sieht aber toll aus. Unser fantastischer Salat. Oh, das sieht so lecker aus. Dann wollen wir mal schauen, ob das auch so gut schmeckt, wie es aussieht. Sehr lecker. Schmeckt wirklich toll. Haben wir gut gemacht. Ja, fantastisch. Wir haben Vielen, super vielen Dank, dass du Sehr da gerne. warst. Ich komme auch noch mal, ne? Die Jungs Ich hoffe. massieren oder so. Meld dich. Euch viel Spaß beim Nachkochen und bis zum nächsten Mal. Yassas. Ja, Schatz. Gut, du lernst gut Griechisch. Das kann ich vielleicht doch meiner Mutter vorstellen. Ja? Ja, können wir mal probieren. Ne?